Thomas, über was sprechen wir heute? Also erstmal sprechen wir über Armbanduhren aus den 60er Jahren, hauptsächlich Chronographen der Firma Rolex. Vorher möchte ich aber mit dem passenden Getränk mit dir anstoßen. Das ist ein sehr trockener Whisky, sehr alt und sehr männlich. Single Malt. Single Malt. Cheers. Cheers. Ich bin also sehr happy, dass wir heute ein paar tolle Modelle in dem Bereich uns zusammen auf einem Brett angucken können, die die Entwicklung speziell von den 60ern bis Mitte, Anfang der 70er Jahre ganz gut dokumentieren. Und dann sind wir auch schon beim Thema. Die erste Handaufzugs-Daytona kam 1963, nur ein Jahr später wie die Pre-Daytona auf dem Markt. Die ersten Modelle, der 6239, hatten allerdings noch keinen roten Schriftzug. Ich glaube, das ist hier einer der allerletzten Modelle schon. Sehr selten übrigens, mit unverschraubten Drückern. Der Hauptunterschied zwischen 6238 und 6239, also der echten, wirklichen Chronograph-Daytona, woran besteht der? Genau, wir haben hier anders wie bei der 6239 keine Lünette mehr mit Tachymeterskala. Die Tachymeterskala befindet sich noch auf der Innenseite des Zifferblatts. Ja. Und wir haben natürlich ein einfarbiges Zifferblatt. Das ist natürlich super schwer ablesbar, die Tachymeterskala. Tachymeterskala. Ja. Deshalb praktisch orientiert, wie Rolex so ist, hat sie es einfach oben drauf graviert auf die Lünette, was ein genialer Schachzug war. A, macht es die Uhr ein bisschen größer. Ja. B, unterstreicht es den sportlichen Charakter. Und die Ablesbarkeit ist einfach deutlich leichter geworden. Nichtsdestotrotz wurde diese Uhr bis 1968 gebaut. Diese Uhr ist bekannt geworden als James Bond Chronograph. In der Zeit waren die meisten Kunden auf flache, supergenaue Uhren aus. Die gesamte Industrie war auf einem tollen Höhepunkt der Genauigkeit und der Präzision. Und jetzt kam Rolex mit Uhren raus, die etwas klobig waren, ein Handaufzugs-Value 72 Kaliber als Basis hatten, das kein Chronometer war, und versuchten eine kleine Zielgruppe von Sportlern, speziell Rennfahrern, anzusprechen. Die kleinen Stückzahlen, über die wir heute sprechen und warum die Uhren heute auch so sammlerisch wertvoll sind, rühren genau daher, dass es eben kein Erfolg war. Ich möchte jetzt zu den Besonderheiten der Handaufzugs-Daytona mit den nicht verschraubten Drückern kommen. Und da kommt natürlich das Thema Paul Newman jetzt ins Spiel. Warum hießen sie dann Paul Newman? War das nicht einfach nur ein Spitznamen, der kreiert wurde, um die Blätter zu differenzieren? Rolex sponsert ja bis heute das Daytona-Rennen. Es ist nicht nur einfach angelehnt, sondern Daytona und Rolex gehören zusammen. Die haben dieses Rennen finanziell immer unterstützt. Und Paul Newman hat das Rennen ja auch mehrfach gewonnen. Insofern finde ich es gerecht, dass man eine Daytona auch nach ihm benennt. Woran sehe ich denn jetzt auf den ersten Blick, dass ich eine normale Handaufzugs-Daytona habe oder eine Paul Newman? Ich höre das sehr, sehr häufig. Die Leute Das ist auch eine gute Frage. nehmen den Begriff so locker einfach in den Mund und wissen aber gar nicht, worum es geht. Richtig. Was ist denn das allererste Merkmal? Also ich glaube, man sieht sofort, indem wir jetzt beide Uhren mal nebeneinander halten. Ja. Das deutlich kleinere Blatt ist das Paul Newman Blatt, weil es eben noch einen Rand hat. Also sobald eine Handaufzugs-Daytona einen Rand hat, einen andersfarbigen Rand, meinst du? Einen andersfarbigen Rand, beziehungsweise die normale Daytona hat überhaupt gar keinen Rand. Die hat ein durchgängiges, gleichfärbiges Zifferblatt, während die Paul Newman immer einen Rand hat. Wenn das Zifferblatt etwas kleiner wirkt und die Ziffern auf den Hilfszifferblättern deutlich prägnanter, dann sehen wir sofort, es ist eine Paul Newman. Noch nicht, ob es eine echte ist, aber das ist das sogenannte Paul Newman Zifferblatt. Weil die Referenz ist doch absolut identisch. Es gibt 6239 mit normalem Zifferblatt und 6239 mit dem sogenannten Exotic Dial. Das ist richtig. Wie es genannt Und worden jeder ist Uhrenhändler, den du kennst, der lange im Business ist, wird dir erzählen, dass die jahrelang diese Blätter ausgetauscht haben und sie verkauft haben, ohne einen Aufpreis zu verlangen. Es war genauso viel wert wie ein normales Zifferblatt. Und erst in den Mitte der 80er Jahren kam die Differenzierung, da kam jemand daher und kam mit dem Spitznamen Paul Newman für das sogenannte Exotic Dial und hat mehr verlangt für dieses Zifferblatt. Diese Namensfindung war definitiv von ein paar italienischen Kollegen von uns. Ja, das ist jetzt eine dreifarbige Paul Newman Daytona, eine spezielle Musketier.
Vor 10, 15 Jahren hätten viele Kollegen von uns gesagt, das Blatt ist neu bedruckt worden, das ist nicht original. Das ist eine 62-62-Referenz, die ja eigentlich einer der letzten Referenzen mit unverschraubten Drückern darstellt, von 70 bis 71 gebaut. Und hat auch schon kleine Unterschiede am Werk, soweit ich... anderes Werk. Das Gehäuse ist ganz leicht unterschiedlich. Aber das siehst du wirklich nur mit der Lupe und wenn du die Uhren nebeneinander legst. Rein optisch, so im ersten Moment, sind 6239 und 6262 für einen Laien nur schwer zu unterscheiden. Gott sei Dank gibt es den Hersteller. Ja. Gott sei Dank, im Gegensatz zum Künstler, der gestorben ist, hat jeder die Möglichkeit, heute die Uhren einzuschicken. Dort kann man es wirklich verifizieren lassen. Also ich glaube, die Italiener waren da auch, wie so oft, die Ersten, die angefangen haben, Sportuhren elegant zu benutzen und sie als viel zu wertvoll zu bezeichnen und zu betrachten, um sie wirklich im sportlichen Einsatz herzunehmen. Inzwischen auf alle Fälle. Damals war es ja eigentlich ein Volkschronograph. Rolex hat die Uhr relativ günstig auf den Markt gebracht, weil die Chronometerprüfung weggefallen ist. Ich weiß, dass Preise von $1.500 in den 70er Jahren, in den frühen 70er Jahren für eine 6239 bezahlt wurden. Heute sind die Uhren ein Vielfaches davon wert und waren natürlich die fantastischsten Investitionsuhren ihrer Zeit. Wenn ich mir die Uhren so ansehe, vermisse ich eigentlich etwas. Wir haben einen verschraubten Boden, wir haben auch eine gedrückte Lünette, eigentlich klassische Zeichen von einem Oyster-Gehäuse. Aber keine dieser Uhren hat das Wort Oyster auf dem Zifferblatt. Sie waren schon wasserdicht für ihre Verhältnisse, sie waren aber nicht als Taucheruhren gedacht. Und nichtsdestotrotz, und jetzt müssen wir schon übergreifen zu dem nächsten Modellen, an denen experimentiert wurde, bereits 1965 entwickelte Rolex die allererste Serie der Handaufzugsdetoner mit verschraubten Drückern. Es war klar, auch von Rolex-Seiten gewünscht, dass eine Oyster, und das ist ja ein Oyster-Modell, auch an allen Teilen wasserdicht ist. Also von der Krone, den Drückern und den verschraubten Boden. Und jetzt waren die Uhren also auch gegen starkes Schwitzen und gegen Wasser so weit geschützt, dass man mit ihnen auch schwimmen gehen konnte. Die 6240 ist meiner Meinung nach seltener wie die meisten Paul Newman-Modelle. Speziell in der Ausführung mit den Originaldrückern und dem frühen Zifferblatt, ist aber preislich nicht auf dem gleichen hohen Niveau. Warum? Am Schluss hängen die hohen Preise immer mit der Kommunikation zusammen. Durch Fachpresse, durchs Internet, durch Blogs, aber auch durch Opinion Leader ist die Paul Newman einfach so in den Fokus gerückt, bekannt einfach, dass sie eine Ikone geworden ist für diese ganze Zeit, für diese Rolex-Chronographen überhaupt. Man muss diese Uhren mit einem anderen Bewusstsein tragen. Mit der Größe, mit Lederband oder auch mit Stahlband sind es heute keine Sportuhren mehr, sondern es sind fast elegante Uhren mit einem sportlichen Touch. Und dann stört einen auch der Durchmesser nicht mehr, auch wenn man ein bisschen größer ist. Sie verschwinden wunderbar unter das Hemd, man kann tollen Sakko dazu. Lifestyle-Produkte mit einzigartigem Design. Ja, ikonenhaft. Das nächste Mal sprechen wir über die 70er und 80er Jahre. Wir sind immer noch bei den Handaufzugsdetoner. Freue ich mich schon sehr drauf. Prima. Auf die Rennfahrerei.